Es gibt neue YouTube-Updates und zwar läuft aktuell ein sogenanntes Jump-Ahead-Experiment und zwar für eine sehr, sehr kleine Gruppe von YouTube Premium-Nutzern in den USA. Dabei soll beim Doppelklicken auf ein Smartphone das Video so weit vorspulen, wie die KI meint, dass man vorspulen möchte. Und es wird wahrscheinlich sich aus den Audience Retention Graphen zusammensetzen und natürlich dann entsprechend ja, ein sehr, sehr interessantes Feature aus Nutzersicht werden. Für Creator ist das natürlich eine Geschichte, wo man sagen muss, schwierig, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also A, natürlich wird man weniger incentivized, Videos zu machen, die halt 8 Minuten lang sind, für die Midrolls entsprechend. Aber auch natürlich, was Ad-Reads angeht. Das heißt, wenn man einfach mal so einen Einschub hat, der halt bezahlt wird von einer Firma, dann könnte jetzt der User einfach sagen, nee, möchte ich nicht, skippe ich drüber weg und entsprechend der Werbetreibende natürlich auch weniger davon haben. Das hat natürlich mehrere Auswirkungen. Einerseits, die Ad-Reads werden natürlich günstiger, logischerweise, wenn halt weniger Leute draufklicken, also die Conversion schlechter sein wird. Aber andererseits kann es natürlich auch sein, dass wir komplett einen Paradigmen-Shift haben, weg von diesen Ad-Reads hin zu mehr Sponsored Content. Der, ja, wer ist ein gutes Beispiel dafür? Ich glaube, Hand of Blood macht das sehr, sehr gut mit zum Beispiel seinem Sparkassenberater. Das heißt, es sind dedizierte Videos, die den Content mit der Werbung verknüpfen und nicht nur eine einfache Ad-Read sind. Sehr, sehr interessantes Experiment, keine Frage. Und ich werde auch natürlich auch euch auf dem Laufenden halten, was es sich hierbei ergibt. Und könnt mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr Ad-Reads gut findet, sowohl als Creator-Sicht als auch als aus Nutzersicht. Und was vielleicht Alternativen sein könnten. Ne? Also zum Beispiel Lower Thirds fallen mir ein, Logo-Rotationen, gerade im Bereich Livestream, automatische Chat-Nachrichten für Premieren und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Aspekte, die man hier vielleicht beachten kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht, wo ihr die ganze Geschichte euch hinentwickeln seht. Gut. Dann, wo wir gerade schon beim Thema Segmentierung waren von Audience Retention Graphen, da ist nämlich gerade auch was in der Mache. Und zwar unsere allseits beliebten und bekannten Audience Retention Graphen konnte man ja sowieso immer schon auf View More gehen, und wenn man tatsächlich mit Anzeigen gearbeitet hat auf YouTube, konnte man sich auch organische gegenüber Paid Aufrufe anzeigen lassen. Sehr, sehr interessante Geschichte für die Leute, die gleichzeitig auch als Werbetreibende unterwegs sind, um zum Beispiel für ihre Shops oder ähnliches Werbung zu machen und hier die Performance als organisches Video und auch als Werbung betrachten wollten. Diese Segmentierung wird jetzt praktisch weitergedacht. Das heißt, es kommen noch 2 Segmente dazu. Das wird einmal sein, dass Abonnenten und Nicht-Abonnenten miteinander verglichen werden können. Das heißt, jemand, der euren Kanal abonniert hat, wird natürlich eine andere Audience Retention haben, als jemand, der vielleicht frisch dazugekommen ist. Und vielleicht kann man dahingehend dann auch seine Videos besser darauf trimmen, dass neue Zuschauer vielleicht auch hängen bleiben, wenn man die Audience Retention bei denen verbessert. Und naja, trotzdem irgendwie versuchen, die alten entsprechend mitzunehmen. Und das zweite wird neue wie gegenüber wiederkehrende Zuschauer sein. Denn nicht zwangsläufig jemand, der nicht Abonnent ist, heißt ja nicht, dass er nicht immer seine Videos guckt. Ne? Also, dass man da halt verschiedene Sichtweisen auf diese ganze Situation hat. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Sobald es da mehr Infos gibt, erfahrt ihr das natürlich auch hier auf dem Kanal. Gut. Gehen wir ein bisschen rüber zu Shorts, ne? Hatten wir schon lange nicht mehr. Das heißt, die Remix-Funktion wurde ein bisschen überarbeitet, angepasst. Und zwar gibt es jetzt eine Möglichkeit, Remixes miteinander zu verknüpfen. Das heißt, wir hatten ja Ende letzten Jahres das sogenannte Collab-Tool, was ausgerollt wurde. Das heißt, wir konnten jetzt Splitscreen, horizontal oder vertikal haben. Und entsprechend, das wurde jetzt weiter ausgebaut. Das heißt, wenn man sowieso schon zum Beispiel einen vertikalen Splitscreen hat, kann man dann daneben noch einen weiteren Splitscreen dran setzen und das halt so unendlich fortführen. Sehr, sehr interessante Geschichte. Bitte im Hinterkopf behalten, wenn das Original gelöscht wird, werden alle in dieser Kette gelöscht, beziehungsweise wenn irgendwas in der Kette gelöscht wird, wird alles, was nach diesem Remix in der Kette erstellt wurde, auch gelöscht. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Nutzt ihr Remix aktuell, um zum Beispiel auf Zuschauerfragen einzugehen oder ähnliches? Ja, würde mich mal interessieren. Gut, kleines Update noch zu Kapitel am Ende des Patch-Rundowns. Und zwar wissen wir ja, dass Kapitel eine geheime Metrik haben, die nicht an die Intermediate oder Advanced Features geknüpft sind und entsprechend so ein bisschen
ja, man weiß nicht genau, warum sie funktionieren oder warum sie nicht funktionieren. Wir hatten dazu ja schon ein recht erfolgreiches Video gemacht, um halt so die Basics nach außen darzustellen. Und YouTube haben wir jetzt endlich klein gekriegt, dass die Kapitel jetzt bald zu den Advanced Features dazu zählen sollen. Das heißt, das ist in der Mache. Hier steht ein 2024 Q2, also April, Mai, Juni mit einem großen Fragezeichen. Das kann natürlich aber auch noch ein bisschen länger dauern. Ja? Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg vorwärts. Und wenn ihr noch keine Kapitel nutzt, macht es bitte. Das ist, es mag zwar nicht intuitiv erscheinen, wenn man von erstmal das sich anguckt, aber es hilft natürlich, dass neue Leute zu euch finden und das ist, denke ich mal, in all eurem Interesse. Gut, falls ihr weitere Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Wir haben auch über AI-Labels geredet im letzten Livestream. Falls ihr das nicht gesehen habt oder nicht dabei wart, gerne nochmal den Stream nachschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Jetzt muss ich gerade überlegen. Nächste Woche ist Ostern, da wird wahrscheinlich kein Video kommen, also die Woche drauf sehen wir uns dann. Ich sage einfach mal, bis dahin macht's gut und haut rein.